Wenn es in den eigenen vier Wänden zu einem Notfall kommt, sind alte Menschen und Menschen mit Behinderung oft in einer besonders schwierigen Lage. Mit diesem Problem beschäftigen wir uns im Projekt Adler. Mein Name ist Colin Zeyer und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer ISST. Adler steht für Automatisiertes Detektions-, Melde- und Leitsystem für Rettungskräfte. Was das alles heißt, möchte ich ganz gerne anhand einer Persona erklären. Und die Persona ist Oma Irmi. Oma Irmi lebt gefährlich. Und das nicht etwa, weil sie Geheimagentin ist. Nein, nicht deswegen, sondern weil sie tatsächlich eine ganz normale Biografie hat. Und dazu gehören Punkte wie, dass sie alleine wohnt. Denn ihre Kinder sind schon vor langer Zeit zum Informatikstudium ausgezogen. Ihr Mann hat sie rausgeschmissen nach der Scheidung. Und das aus ihrem schönen Haus direkt an der Emscher. Das bedeutet aber nun mal leider auch ein gewisses Überschwemmungsrisiko. Außerdem ist Oma Irmi inzwischen ziemlich alt und auf eine Gehhilfe angewiesen. Das bedeutet, sie leidet unter einem Sturzrisiko. Das alles zusammen ist nichts Besonderes und weit verbreitet, aber es ist nun mal auch ein Gefährdungsfaktor, insbesondere in Notfällen. Im Projekt Adler beschäftigen wir uns damit, wie smarte Sensorik und Aktorik helfen kann, eben Ereignisse wie zum Beispiel Brände oder auch Stürze zu erkennen, zu melden und so für entsprechend Hilfe zu sorgen. Für Stürze soll dabei eine Smartwatch eingesetzt werden. Und auch Herzereignisse sollen damit erkannt werden. Die Prozessierung der Daten nun ist ein sehr wichtiger Punkt, der nur im Notfall passieren soll. Automatisches Absetzen von Hilferufen oder Notrufen, je nachdem wie schwer der Vorfall ist auch etwas, was in dem Projekt berücksichtigt werden soll. Um sicherzugehen, dass die Daten sicher gehandelt werden und nur von entsprechenden Parteien nur unter bestimmten Voraussetzungen gesehen werden können, realisieren wir den Datenaustausch mittels eines Datenraums. Die Notfalldaten, die wir verwenden, sind größtenteils basierend auf dem Datensatz der Gematik, der inzwischen auch auf den Krankenkassenkarten Einzug gehalten hat. Es handelt sich dabei um typische demografische Daten, wie zum Beispiel den Namen, das Alter, den Wohnsitz, aber auch Vorerkrankungen oder auch Allergien, Medikamentenunverträglichkeit und andere persönliche wie auch medizinische Daten. Ergänzt wird das Ganze um adlerspezifische Daten. Zum Beispiel geht es dabei darum, in welcher Wohnung konkret in einer Wohnanlage eine Person lebt oder auch, ob es einen automatischen Code gibt, der zur Öffnung der Tür genutzt werden kann, unter der Voraussetzung, dass ein smartes Türschloss verwendet wird. Sensible Daten sind ein großes Thema im Adler-Projekt, denn schließlich handelt es sich um persönliche und medizinische Daten. Der Austausch soll dabei über einen Datenraum erfolgen, wie ich bereits erwähnt habe. Die Idee ist, dass die Bewohner auf ihren Tablets, auf denen auch die Smart Home Kontrolle läuft, diese Daten eintragen können und sie nur im Falle eines Notfalls, ein separat detektierter Pfad, mit der Leitstelle geteilt werden. Die Leitstelle ist dabei ganz normal das, was auch heute etabliert ist, und der Disponent entscheidet darüber, ob und wie viele Rettungskräfte entsendet werden. Alternativ können die Daten auch an Ersthelfern weitergegeben werden, wenn entsprechende Vorrichtungen in der Stadt oder der Gemeinde vorgesehen sind. Im Folgenden möchte ich ein paar der Funktionen des Systems vorstellen. Im ersten Beispiel bricht ein Brand in der Küche aus, was vom Mehrkriterienmelder sicher durch Hitze- und Rauchentwicklung erkannt wird. Der Melder beginnt von alleine akustisch zu warnen. Gleichzeitig meldet er das Brandereignis der Smart Home Steuerung. Diese verarbeitet das Ereignis und fügt weitere Informationen, zum Beispiel ob eine Person anwesend ist, hinzu, was dann der Leitstelle als Notfall gemeldet wird. Der Disponent in der Leitstelle plant auf Basis dieser Daten den Einsatz in angemessenem Umfang. Währenddessen bereitet das System das Ankommen der Rettungskräfte vor, indem es die Beleuchtung einschaltet, eine einfache, verständliche Warnung über den Lautsprecher ausgibt und einen Code für das smarte Türschloss freigibt, der den Einsatzkräften bekannt ist. Auf diese Art können die Einsatzkräfte die Wohnung schnell und zerstörungsfrei betreten. Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung einer Smartwatch zur Erkennung von Stürzen. Bei einem Sturz handelt es sich nicht automatisch um ein Ereignis, das dem Rettungsdienst mitgeteilt werden muss. Das System verarbeitet daher die eingehenden Sturzmitteilungen und räumt dem Träger eine gewisse Zeit ein, um am Tablet die Alarmierung zu stoppen. Nach dem Countdown wird eine Nachricht an eine Kontaktperson geschickt. Geht der Sturz mit längerer Regungslosigkeit einher und bleibt eine Reaktion von Seiten der Kontaktperson aus, kann auch ein Notruf abgesetzt werden. Der Notfall wird dann wie im ersten Beispiel gehandhabt. Auf diese Art und Weise konnte Oma Irmi in einem Notfall geholfen werden.
Tatsächlich können auch andere Menschen davon profitieren. Wir alle oder auch so, wie es gerade im Projekt ist, dass diese Anlage in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung installiert wird, sodass wir dort für mehr Sicherheit im Alltag sorgen können.